Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17. Heute wieder mit meinem Bruder Christian unterwegs. Und zwar sind wir heute im Haldensleber Forst. Da gibt es nämlich die größte Ansammlung von Megalithgräbern in Europa. Mal schauen mal, was wir hier finden. Im Haldensleber Forst nordwestlich von Magdeburg befindet sich eine der größten bekannten Ansammlungen von Megalithanlagen in Europa. Trotz dieses Alleinstellungsmerkmals wurde hierzu verhältnismäßig wenig publiziert. Auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern sollen 117 Anlagen existieren, weitere wurden belegt, wurden aber im 19. und 20. Jahrhundert zerstört. So, haben wir das erste gefunden. Das ist ein Schild, Megalithic Routes. Und hier hinter mir sehen wir schon das erste größere Teil. Für die einzelnen Fundplätze scheint keine einheitliche Bezeichnung zu existieren und so kann man hier je nach Quelle unterschiedliche Angaben finden. Diese Anlage wird Kaisergrab genannt. Außerdem trägt sie die Bezeichnung ALV 33, auf manchen Karten auch einfach Grab Nummer 23. Sie gehört zu den besterhaltenen Anlagen im Haldensleber Forst und besteht aus einer zentralen Kammer, die von einem Hünenbett umgeben ist. Sie ist in Ost-West-Richtung angelegt worden und der kleine Zugang zur Steinkammer befindet sich auf der Südseite des Kaisergrabes. Die auf einer kleinen Anhöhe gelegene Anlage wird als Ganggrab bezeichnet und wurde nach einer Grabung in den Jahren 1968/69 rekonstruiert. Das Hünenbett ist leicht trapezförmig, 19 Meter lang und zwischen 6 und 8 Meter breit. Es soll ursprünglich 40 Steine umfasst haben, von denen heute noch 30 erhalten sind. Die Kammer ist rechteckig, besitzt 16 Wandsteine und einen Abschlussstein. Von den 5 ursprünglichen Decksteinen sind noch 4 erhalten. Wie viele andere gut erhaltenen Fundplätze im Haldensleber Forst hat auch dieser einen Trivialnamen bekommen. Die Bezeichnung Kaisergrab kommt wahrscheinlich lediglich vom beeindruckenden Aussehen der Anlage, die auf ihren guten Erhaltungszustand zurückzuführen ist. Bisher wurden etwa 20 Anlagen archäologisch untersucht und die Befunde sprechen dafür, dass die ersten Großsteingräber im Haldensleber Forst vor etwa 5500 bis 5300 Jahren von den altmärkischen Tiefstichkeramikern, einer regionalen Gruppe der Trichterbecherkultur, geschaffen wurden. Direkt unter der Eiche. Nummer 2 für heute.
Die zweite Anlage liegt am sogenannten Gräberweg und trägt den Namen ALV5 oder auch Grab Nummer 40. Auch hier ist relativ viel erhalten. Es weist einen recht guten Erhaltungszustand auf und soll wohl von einem trapezförmigen Hünenbett von 21 Meter Länge und 6,5 Meter bis 7,5 Meter Breite umgeben sein, wovon noch 12 Steine vorhanden sein sollen. Die Kammer ist nach Ost, Nordost und West, Südwest ausgerichtet, hat einen rechteckigen Grundriss und soll aus 12 Wandsteinen, 2 Abschlusssteinen und 4 Decksteinen bestehen. Diese Steine hier könnten zum umgebenden Hünenbett gehören. Ein Stück weiter westlich am Gräberweg findet sich ALV 4 oder auch Grab Nummer 39. So, hier haben wir eins gefunden, was recht groß ist. Es liegt leicht erhöht, besteht aus einem trapezförmigen Hünenbett und einer rechteckigen Grabkammer mit den Außenmaßen 9,6 Meter Länge und 3,9 Meter Breite. Die Anlage ist, wie bereits ALV 5, Ost-Nordost, West-Südwest ausgerichtet, soll aus 15 Wandsteinen, 2 Verschlusssteinen und 5 Decksteinen bestanden haben. Wir gehen den Gräberweg weiter Richtung Westen und finden hier auf einer recht überwachsenen kleinen Anhöhe ALV 3 bzw. Grab Nummer 38. Die Anlage besteht aus einem ost-westlich orientiertem rechteckigen Hünenbett. Von der Umfassung sollen noch 14 Steine vorhanden sein. Also die Steine scheinen größtenteils Granit zu sein. So, das müssten die 3 sein, die hier in einer Reihe liegen. Recht nah beieinander. Kannst du noch mal gucken, ob da hinten noch was kommt? Hier sind auch noch ein paar Steine. Ist ja einfach alles voll hier. Irre. Die Kammer ist wieder Ost-Nordost, West-Südwestlich ausgerichtet und hat die Außenmaße 9,3 mal 3,3 Metern. Ursprünglich bestand die Kammer aus 13 Wandsteinen, 2 Abschlusssteinen an den Schmalseiten und 6 Decksteinen. Heutzutage fehlen 3 Wandsteine und 2 Decksteine, ein weiterer Deckstein ist zerbrochen. Wir folgen dem Gräberweg weiter Richtung Westen und gelangen zur Anlage ALV 14 oder Grab Nummer 34. Hier vorne ist gleich das nächste. Küchentannen. Ich glaube, das war ein bisschen größer. Ich glaube, das ist das, was auch restauriert wurde mal irgendwann. Deswegen ist das in einem recht guten Zustand. Ja. Ja. Es wird auch Küchentannen genannt, nach der Flurbezeichnung an dieser Stelle. Es wurde vom Wissenschaftsbereich Ur- und Frühgeschichte der Martin-Luther-Universität Halle ausgegraben und rekonstruiert, allerdings nicht an seinem ursprünglichen Ort. Ein trapezförmiges Hünenbett mit 17 Meter Länge und einer Breite von 5 bis 7,5 Metern umgibt die Kammer. 26 Umfassungssteine sind noch erhalten. Die Kammer selbst ist ostwestlich orientiert und hat einen leicht trapezförmigen Grundriss. Ich glaube, das ist sogar begehbar, Grischi. Die Außenmaße betragen 9 Meter Länge und etwa 3 Meter Breite.
Wenn ich richtig gezählt habe, besteht sie aus etwa 17 Wandsteinen, wovon nicht alle eine tragende Funktion haben, 2 Abschlusssteinen an den Schmalseiten und 7 Decksteinen. 2 Decksteine gehörten zu anderen zerstörten Anlagen und wurden bei der Rekonstruktion verbaut. Die Anlage war von einem Erdhügel bedeckt, der nicht wiederhergestellt wurde. Das ist ganz schön lang, ne? Müssen wir auch die Ausrichtung prüfen, mal gucken, in welche Richtung das eigentlich so zeigt. Eingang, bla bla bla. Dass hier so sauber ausgerichtet ist nach Norden, Osten, irgendwas. Schönes Teil. Zwischen den Steinen wurde gebrochene Grauwacke in Trockenmauerbauweise verbaut und ebenfalls als Pflaster innerhalb der Kammer, möglicherweise auch zwischen den Umfassungssteinen. Im Bereich der Kammer wurden diese Trockenmauern rekonstruiert. Die Grauwacke, eine Form von Sandstein, soll wohl hier lokal abgebaut worden sein. Die verbauten Megalithen bestehen im Prinzip ausschließlich aus Granit. Mehr oder weniger 0 Grad Norden bzw. Süden. Das ist auf jeden Fall Nord-Süd-Achse. Das heißt, hier drinnen ist es ja dann 90 Grad Ost. Ja, relativ genau ausgerichtet. Ja, vielleicht nicht ganz, aber fast. Irre. Wir theoretisch mal schauen, auch wie lang das ist. Ich denke mal, die Maße stehen wahrscheinlich so irgendwo, aber was wir haben, haben wir, oder? Was sagst du, Krischi? So sieht's aus. Sieht doch aus übrigens, als wäre das mal ein Steinplatz. Da sind noch Reste auf jeden Fall davon. Hier ist wie ein kleines Pflaster hier. Siehst du das? Moment, ich komm mal herum. Das war auf jeden Fall mal gepflastert. Der Gräberweg macht hier eine Biegung Richtung Süden. Geht man allerdings weiter geradeaus ins Dickicht, findet man nach einigen Metern noch die Überreste einer weiteren Anlage, ALV 15 oder Grabnummer 33. Hier sind noch ein paar Steine. Das dürften die Überreste von einem Steingrab sein. Hier findet man noch 12 Steine, von denen 4 möglicherweise Decksteine gewesen sind. Der schlechte Erhaltungszustand lässt keine Rückschlüsse auf Maße oder Bautyp zu. Okay. Wir folgen dem Gräberweg weiter Richtung Süden, bis dieser auf einen größeren Waldweg trifft. In dem Waldstück, das nördlich dieses Waldweges und südlich der Küchentanne liegt, soll es noch weitere Anlagen geben. Diese konnten wir allerdings nicht finden. So. Ich habe das nächste ausfindig gemacht. So altes Adlerauge. Im Waldstück südlich des Weges liegt die Anlage ALV 17 bzw. Grabnummer 37. Hier liegen noch 12 Umfassungssteine des Hünenbetts, 15 Wand- bzw. Abschlusssteine und 5 Decksteine. Die Kammer ist nordost-südwestlich orientiert und die Innenmaße betragen wohl 8,4 x 1,6 Meter. Ursprünglich soll die Kammer wohl mit 7 Steinen abgedeckt gewesen sein.
Wie bei den meisten Anlagen lässt sich auch hier nicht mehr ermitteln, an welcher Position sich der Zugang zur Kammer befunden hat. Wir gehen wieder zurück zum Waldweg und folgen diesem Richtung Osten bis zu einer Kreuzung, an der wir nach Süden abbiegen. Bereits vor 200.000 Jahren lebten Menschen in dieser Region. Im nahen Hundesburg wurden Faustkeile, Keilmesser und andere Steinartefakte geborgen, die aus dieser Zeit stammen sollen. Es wurden auch Knochen von pleistozänen Großsäugern gefunden, zum Beispiel von Mammut, Wollnashorn und Wildrindern, die wohl von den damaligen Menschen bejagt wurden. Übrigens liegt auch das von mir in früheren Folgen erwähnte Schöningen nur knapp 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Hier wurden in den 90er Jahren die Speere von Schöningen gefunden, die nach neuesten Untersuchungen auf ein Alter von 200.000 Jahren zu datieren wären. Vor etwa 7.500 Jahren siedelten in der Region Haldensleben die ersten Ackerbauern und Tierhalter. Sie gehörten zur Kultur der Linienbandkeramik. Seit dieser Zeit haben verschiedene andere archäologische Kulturen Spuren an diesen Orten hinterlassen. Die ersten megalithischen Anlagen wurden dann vor etwa 5.500 Jahren von den Tiefstichkeramikern errichtet. Die etwas ältere Balberger Kultur soll wohl bereits Menhire aufgestellt und erste kleinere Steingräber errichtet haben. Die Kultur der Tiefstichkeramik wird aber in erster Linie mit dem Aufkommen von Megalithbauten in Mitteldeutschland in Verbindung gebracht. Bereits etwa 1000 Jahre später, also vor etwa 4500 Jahren, wurden solche Anlagen nicht mehr neu geschaffen, sondern nur noch nachgenutzt. In Anbetracht der relativ kurzen Zeit, in der die riesige Anzahl von Anlagen, hauptsächlich in Skandinavien und Norddeutschland, geschaffen wurde, ist die Arbeitsleistung ziemlich beeindruckend. Allein in Dänemark soll es wohl etwa 40.000 gegeben haben, von denen heute der Großteil zerstört ist. Bereits in der Bronzezeit kam es zu Störungen vieler dieser Anlagen. Die Hügel darüber wurden ganz oder teilweise abgetragen, Steine entfernt und Nachbestattungen durchgeführt. Komm, wir gehen mal Richtung Süden. Mal gucken, ob das stimmt. Oh, müsste nicht sein. Alte knorrige Eichenkrische ist ein gutes Zeichen. Hier haben wir eine kleine Steinansammlung. Nach gut 500 Metern liegt im Waldstück rechts vom Weg die Anlage ALV 18 oder auch Grab 69. Sie liegt in einem Hünenbett, dessen Länge sich nicht mehr bestimmen lässt. Es soll aber 6 Meter breit sein und noch aus 9 Umfassungssteinen bestehen. Die Kammer selbst ist ein nordsüdlich ausgerichtetes Ganggrab, von dem noch 14 Wand- und Abschlusssteine erhalten sind. Von ursprünglich 5 Decksteinen sind noch 3 erhalten. Wie bei anderen Anlagen haben wir diese Angaben vor Ort nicht ganz nachvollziehen können. Es waren hier weniger Steine zu erkennen als beschrieben. So, hier hinten hat unser Adlerauge noch was erspäht. Knapp 100 Meter südlich finden wir ALV 19 oder Grab 70. Diese Anlage soll ein sogenannter erweiterter Dolmen sein. Laut Literatur sind noch 6 Tragsteine zu erkennen und ein Deckstein vorhanden. Die Umfassungssteine des Hünenbetts, das die Anlage einst umgeben hat, sind nicht mehr zu erkennen. Vor Ort schienen es dann doch mehr Steine zu sein, als beschrieben wurde. Die Kammer soll nordost-südwestlich ausgerichtet sein.
Etwa 100 Meter von hier liegen die Überreste von ALV 21 bzw. Grab 71. Eine Umfassung ist nicht vorhanden, möglicherweise gab es auch niemals eine. Die Kammer ist ebenfalls ein erweiterter Dolmen und es sollen noch 7 Wandsteine, 2 Abschlusssteine und 2 Decksteine existieren. Auch hier sind wieder weniger Steine erkennbar als in der Literatur beschrieben. Die Kammer dürfte nach Nord-Süd ausgerichtet sein. In der unmittelbaren Umgebung soll es noch 4 weitere Fundstellen geben, wir konnten aber nur eine davon ausfindig machen. Der Hochsommer ist einfach keine gute Zeit, um etwas im dichten Bewuchs zu erkennen. So, das ist nämlich nicht die 69, sondern es ist 18, 19, 21. Also, das ist eigentlich ALV 18, ALV 19. Da ist noch eins. Inmitten von Brennnesseln. Und Brombeeren und so. Einige 100 Meter südlich von ALV 21 finden wir, im Moment fast vollständig überwachsen, ALV 22 oder Grab Nummer 73. Diese Anlage ist ein sogenannter Großdolmen und nordsüdlich orientiert. Es sollen 10 Wandsteine, 2 Abschlusssteine und 4 Decksteine erhalten sein. Davon war, zumindest im Moment, nicht allzu viel zu erkennen. Etwa 1 Kilometer südlich von hier liegt die letzte Anlage, die wir heute besuchen. ALV 28 oder Grab 78. So, hier ist noch so ein kleiner süßer Scheißer. Hiervon ist wirklich nur noch wenig erhalten. 6 Steine sollen es sein, eine Ausrichtung lässt sich nicht mehr bestimmen. Auch hier soll es in der direkten Umgebung noch 2 weitere Anlagen geben, die wir aber nicht aufspüren konnten. Die 12 Anlagen, die wir heute gezeigt haben, umfassen, wie gesagt, nur einen kleinen Teil der Megalithbauten im Haldensleber Forst. Einige weitere gut erhaltene gibt es noch zu bestaunen und ich denke, dass ich später noch eine weitere Folge über diesen Ort drehen werde. So viel zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.